Willkommen zu dieser Tarotkartenlegung. Ich schaue heute spontan für euch, was hier erscheinen möchte. Also keine Vorgabe, keine Frage an das Universum mit dem Wild Reflections Tarot. Vergoldet. Und ich zeige ganz kurz die Karten her. Schön bunt und sehr naturbezogen. Deswegen auch wild, weil es eben die Natur, die auch wild sein kann oder eigentlich die wild ist, anzeigt, darstellt. Gut. Was möchte heute erscheinen? Worum geht's? 5 der Kelche, 9 der Kelche und der Ritter der Stäbe. Geht um die Liebe. Höchstwahrscheinlich, ihr könnt das immer auch anpassen, wenn das Ganze zum Beispiel mit euch resoniert, aber nichts mit der Liebe zu tun hat. Es geht hier um einen Mann, der euch in der Vergangenheit dazu gebracht hat, dass ihr euch wohlfühlt. Und jetzt im Moment trauert ihr ihm nach. Ja, also ein Mann, vielleicht auch einfach ein Mensch, der aus eurem Leben gegangen ist, wir kommen hier rein, Geschenke, Gefälligkeiten, ja, der euch viel Gutes getan hat. Ich habe hier Großzügigkeit von seiner Energie her und er ist verschwunden. Das kann natürlich auch ein Trauerfall sein oder vielleicht ist er umgezogen. Es kann eine vergangene Liebe auch sein, ja. Okay, ich schiebe die so weit als möglich nach oben und das ist die Ausgangssituation und ich schaue für euch ein bisschen weiter, warum das hier jetzt für euch erscheint. Brauchen wir 4 Karten. Auf 5 der Schwerter, 2 der Schwerter, die Herrscherin und 7 der Stäbe. Das Ganze hat sich jetzt so ausgewirkt im Moment, dass euch dadurch durch das Leben im Moment irgendwie schwerer fällt. Ja, einige sind vielleicht auch schwanger von ihm zurückgelassen worden, sehnen sich immer wieder nach ihm. Mit ihm könnt ihr auch das umsetzen, für euch anpassen, dass es einfach eher der Mensch ist. Kann sein, dass ihr erst später bemerkt habt, ja, realisiert habt, dass er euch gut getan hat oder dass er jetzt tatsächlich aus eurem Leben verschwunden ist. Und wir haben hier auch so eine Karte der Hinterhältigkeit. Das heißt, es kann sein, dass hier ein falsches Spiel im Spiel war, vielleicht auch mit Einfluss von außen. Ja, dass eine andere Person oder irgendwelche Umstände daran schuld sind, dass dieser Mann oder Mensch aus eurem Leben jetzt verschwunden ist. Ich habe hier schon auch die Energie der konkreten Trauer, also auch eben wirklich auch mögliche Todesfälle, mit dem Wissen, er kommt nie wieder zurück. Ja, also zumindest nicht in diesem Leben, so wie er jetzt in diesem Leben für euch bekannt war, in dem jeweiligen Körper. Okay. Könnt es immer natürlich so auf euch zupassen, wie das gerade für euch dann stimmig ist. Da es eine allgemeine Legung ist, nenne ich einfach nur die wesentlichste Energie
oder auch die häufigsten Energien, die häufigsten Möglichkeiten, die mir reinkommen. Gut. Ich stelle jetzt nochmal die Frage, warum das hier für euch eigentlich erscheint. Achte Kelche, König der Münzen und die Sonne. Für Klarheit, also für Klarheit, dass ja, es ist für euch ist im Moment schlimm, dass dieser Mensch nicht mehr in eurem Leben ist. Vielleicht hat er euch Stabilität gegeben, vielleicht habt ihr euch durch ihn Stabilität erhofft oder ihr habt gewusst, wenn er in meinem Leben bleibt, dann bekomme ich auch Stabilität dadurch. Hier ist wieder eine Karte des Weggehens und die Sonne ist auch das eigene Wohlbefinden. Das heißt, ich soll hier ausrichten, das soll für euch eigentlich in eine Legung der positiven Botschaft sein. Es wird weitergehen, ihr werdet wieder Halt finden, ihr werdet wieder zu eurer Lebensfreude finden. Es geht immer ohne egal welchen Menschen, immer. Ja, ihr braucht nur euch selbst in eurem Leben. Genau genommen, vor allem als Frau. Wenn es um die Liebe geht, falls ihr das nicht wisst, eine Frau hat das Potenzial, alleine glücklich und zufrieden zu sein, ein Mann nicht. Ein Mann braucht die Energie von Frauen, ja, abgesehen vom Körperlichen. Okay. Also eine Legung bezogen auf, ich würde die sogar eher Richtung Selbstreflexion machen wahrscheinlich, damit ich sie dann einkategorisieren kann. Und ja, das ist eigentlich eine Legung für euch, ein positiver Zuspruch, damit ihr euch besser fühlt. Diesbezüglich gibt es vielleicht noch mehr Botschaften. Gerechtigkeit, 2 der Stäbe, 5 der Münzen und die 2 der Münzen. Die Gerechtigkeit sagt mir hier auch einfach nur, ihr habt vielleicht im Gefühl, dass das Ganze ungerecht war oder ungerecht ist. Ich soll hier ausrichten, vielleicht wird das auch manche verärgern, dass dem nicht so ist. Ja, das war so vorgesehen. Das hatte seinen Grund, alles hat seinen Grund. Ja, und wichtig ist nur, dass ihr eure Pläne ab jetzt ohne diesen Menschen auch macht. Also auch wenn es kein Todesfall ist, habe ich ja auch im Gefühl, wird er nicht zurückkommen oder in geraumer Zeit nicht zurückkommen. Und weil ich auch gesagt habe, ihr braucht nur euch selbst im Leben, solltet ihr immer, sobald ein Mensch aus eurem Leben verschwunden ist, egal ob ihr wisst oder glaubt, dass er zurückkommt, ihr solltet immer Pläne für euch in eurem Leben machen, ohne Berücksichtigung anderer. Also nicht mit Ellbogentechnik, aber einfach gesagt, weiterleben. Ja, und nicht ewig nachtrauern, nicht immer traurig sein. Ja, damit geht ihr in den Verlust und das gilt dann natürlich auch für eure Spiritualität, für euer Wohlbefinden. Das geht im Endeffekt auf die Gesundheit. 2 der Münzen heißt für mich hier ganz einfach, dass sich manche erst überlegen müssen, welche alternativen Pläne sie jetzt haben. Beziehungsweise einige müssen sich einfach jetzt alternative Pläne ausdenken, einmal wirklich darüber reflektieren, vielleicht auch in sich hineinhorchen, vielleicht auch ein bisschen mit Leichtigkeit, das ist auch eine Karte der Leichtigkeit, so ein bisschen verspielt darüber nachdenken, ja, was möchte ich denn jetzt im Leben machen, ohne ihn? Mit verkrampftem Überlegen kann es auch sein, dass auch dadurch die Energien nicht frei fließen können und ihr dann auch blockiert seid und eben keine Eingebung habt, ja, keine Inspirationen oder keine Inspirationen annehmen könnt, selbst wenn euch die zufließen würden. Ja, so allgemein gesagt, negative Gefühle blockieren euch eigentlich immer, ja, auch Trauer. Und bei einigen wird es hier sein, dass die Trauer aufgrund dieses Verlustes schon ein bisschen entweder zu lange anhält, beziehungsweise in diesem Zeitraum nicht genug abgeklungen ist, dass sie zu lange, zu stark ist, ja. So wie eine, ja, vielleicht haben manche dadurch auch Depressionen oder eine Art Stressstörung, PTBS. Okay. Das war hier schon mal ein ganz guter Rat. Ich würde euch gerne aber noch ein bisschen mehr sagen, um euch das Ganze zu erleichtern.
Ich habe den Gefühl, dass ich die Karte noch verdeckt lassen soll. Okay. 10 der Kelche. Oh, schön. Der Teufel und die Mäßigkeit. Manchmal dauert es ein bisschen, bis die Botschaften reinkommen. Also es kann sein, dass hier gewisse Wünsche von euch dadurch unterbrochen worden sind. Ja, auch weil ich gesagt habe, wo hatten wir ihn denn? Mhm. Irgendwo habe ich hier eine Karte der Stabilität gehabt. Ich weiß nicht mehr. Also hier der Wunsch auf zumindest eine stabile Beziehung oder auf eine vielleicht doch intensivere Freundschaft bis hin zu einer Ehe. Ja, hier haben wir die so emotionale Glücksgefühle, sehr starke Hoffnung auf ein freundschaftliches oder Liebesglück. Und hier spüre ich den Teufel als die Unterbrechung. Es hat euch Blockaden gemacht und es hat euch euren Traum unterbrochen. Ja, und es kann sein, es kann auch sein, dass einige nach der Trauer, das kann jetzt sein, das kann in der Zukunft sein oder es kann schon passiert sein, hier in eine Art Neutralität gehen. Also die Mäßigkeit ist nicht nur der Ausgleich, das ist natürlich dann wieder der Rat, ja, werde wieder ausgeglichen, sondern die Mäßigkeit ist auch eine Karte der Neutralität in dem Sinne der Gefühle oder Emotionen, ja, das wie Kaltherzigkeit. Das ist natürlich dann auch immer, es kann ein Selbstschutz sein, aber das kann dauerhaft natürlich auch schädlich sein. Also davor werdet ihr jetzt gewarnt, ja, dass ihr wirklich heilen solltet und nicht, dass ihr dann vielleicht von der Trauer in diese Art Leere, Gefühlskälte kommt. Ja, damit schadet ihr euch auch selbst, wenn ihr alles blockiert oder nichts beziehungsweise keinen Menschen mehr an euch ranlässt. Das ist immer nicht so gut. So, wer wollte denn hier? Oh, 8 Stäbe. Warum wollte die 8 Stäbe nicht gleich ihr Gesicht zeigen? Kommunikation. Vielleicht habt ihr 1 oder 2 Freundinnen oder Bekannte. Das können auch welche sein, die ihr nicht so oft trefft. Vielleicht haben die auch Erfahrung, ja, mit den Verlust eines Menschen. Damit meine ich auch, wenn er aus dem Leben verschwindet. Ihr könnt sie um Rat fragen. Oder auch, wenn ihr zum Beispiel mit einer Person sprecht und ihr habt es in der Intuition, dass das ist so wie ein innerlicher Ruck, ja, den euch, ja, nicht das Bauchgefühl, aber ein innerlicher Ruck, den ihr bekommt, ja, so wie ein Push, wie ein Impuls, dass ihr dann mit dieser Person darüber sprechen solltet. Einfach weil es auch immer sein kann, dass eine andere Person andere Ansichten hat und dann vielleicht auch so eine Art Idee in den Vordergrund kommt. Also mit Idee meine ich auch Denkweise, Ansichten. Ja, nur eine Kleinigkeit, nicht, dass ihr komplett eure Meinung ändert. Und das kann dann auch helfen. Das hatte ich auch erst. Und das ist sehr, sehr schön, wenn dadurch auch eine Last von einem Menschen genommen werden kann. Okay, ein bisschen möchte ich noch, ich lege euch dann noch, ich lege jetzt allen, die hier zuschauen und die vielleicht auch nur als Inspiration zugehört haben, einen allgemeinen Ratschlag für alle. Für alle, die es bis zum Schluss geschafft haben. Egal, ob sie resonieren konnten oder nicht. Und währenddessen sage ich auch Dankeschön für eure Abos. Damit unterstützt ihr meinen Kanal. Für eure Likes und auch für die Kommentare. So. Und wie immer, bitte den Daumen nach oben nicht vergessen. Damit unterstützt ihr ein Video auch sehr.
Okay, allgemeiner Ratschlag für alle, die hier zuschauen. So, da haben wir dann die Steigerung des Ritter. Ich glaube, das war der Ritter der Stäbe. Oh, 4 der Stäbe, König der Stäbe. Und die 6 der Schwerter. Wenn es wirklich um die Liebe ging, ja, dann soll ich euch ausrichten, der nächste Mann kommt bestimmt. Ich habe es auch schon einige Male erwähnt. Männer hören nie auf, euch attraktiv zu finden. Egal wie alt ihr seid, das haben Männer im Instinkt, dass sie Frauen haben wollen. Ja, egal wie ihr aussieht, egal wie alt ihr seid. Es gibt immer viele Männer, die euch attraktiv finden. Hier haben wir den sich am stärksten bemühenden König. Hier haben wir dann, das ist eine Übergangskarte, ja, auch wenn ihr es nicht glaubt. Wenn ihr glaubt, nach einer Beziehung oder auch nach dem Verlust, was ja dann auch das Beziehungsende wäre, es gibt immer wieder neue Männer, die auf euch zugehen und die euch umwerben wollen. Natürlich müsst ihr dafür euch präsentieren, ihr müsst außer Haus gehen, ja, am besten nicht online, also ich rate immer davon ab, das ist einerseits ein bisschen gefährlich und andererseits geht da alles verloren, was wichtig ist, wie, ja, wie schaut der wirklich aus und die Energie, die Körpersprache, Charisma, es geht einfach alles flöten. Hier soll ich euch ausrichten, der nächste Mann kommt bestimmt, ja, sofern ihr natürlich euch auch den Männern zeigt. Ist auch ein bisschen so Hoffnung machen. Und hier 4 der Stäbe. Wenn ihr heiraten wollt oder wieder heiraten wollt, ja, und ihr wollt es wirklich, ja, es ist wirklich euer Wunsch und ihr baut das Ganze richtig auf, dann werdet ihr auch eine Ehe finden, weil einfach es gewisse Tricks gibt, wie ihr in eine glückliche Ehe ohne viel Aufwand kommen könnt. Es bedarf viel Zeit, ja, um einen anderen Menschen richtig kennenzulernen, richtig zu prüfen. Es wird eine Kennenlernzeit von einem Jahr empfohlen. Und wenn ihr auch, sobald der Mann euch fragt, was ihr sucht, sagt, ich sehe mich nur noch in einer Ehe, ja, und es dauert bei einem Mann dann ziemlich lange und er muss ziemlich viel in die Frau investieren, was er auch gerne tut, wenn er sehr fasziniert ist von der Frau. Und sobald sich der Mann dann in die Frau verliebt, dann macht er ihr freiwillig einen Heiratsantrag und auch nur dann ist dieser wirklich 100% freiwillig. Ansonsten werden meistens die Männer eher in die Ehen gedrängt, ja, durch so Aussagen wie, ja, wann heiraten wir jetzt endlich? Wir leben doch schon so lange zusammen oder ja, das ist dann immer so eine Art Erpressung und nicht, dass der Antrag wirklich vom Impuls des Mannes selbst ausgeht. Und nur dann hat er sich aber auch wirklich für die Frau entschieden, möchte auch in der Ehe weiterhin für sie etwas tun, vor allem wenn er weiß, sie ist anspruchsvoll, möchte die Frau dann auch wirklich behalten und auch wirklich diese Frau haben, sobald er sich verliebt. Ja, nicht Hauptsache irgendeine Frau an meiner Seite. Also da, wenn ihr wirklich, vielleicht wenn ihr könnt euch auch alte Videos von mir anschauen. Bei mir sind alle Videos zeitlos, ja, und ich versuche in jedem Video immer so Inputs zu geben, so, ja, es hat natürlich die Liebe auch immer etwas mit der Psychologie der Geschlechter zu tun und dieses Wissen, das leider nicht allzu sehr verbreitet ist, versuche ich auch weiterzugeben. Das ist auch immer ganz wichtig, damit auch meine Ratschläge oder auch die Ratschläge des Universums richtig verstanden werden. Also wenn ihr wirklich in eine Ehe wollt oder wieder in eine Ehe wollt und ihr fragt euch jetzt, wie das geht, kann ich euch nur raten, euch auch alte Videos von mir anzusehen. Ja, da sage ich immer wieder was ganz Wichtiges ja, um sich auch als Frau selbst zu schützen und um ein bisschen besser zu wissen, wie die Männer so ticken, wie ihr sie vielleicht besser durchschauen könnt. Okay, dann wünsche ich euch alles Gute und wenn ihr wollt,
Bis bald.